Hallo und willkommen zurück. Dieses Video heute richtet sich vor allem an alle Anfänger, die erst beginnen, manuell zu fotografieren und noch nicht wirklich Ahnung haben von den Grundeinstellungen der Kamera. Hierfür gibt es 3 essentielle Säulen der Fotografie, wenn man so will, ohne die kein gutes Bild zustande kommt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht sagen euch die Begriffe ja schon etwas. Wir haben zum einen die Blende, dann haben wir die Verschlusszeit bzw. die Belichtungszeit und wir haben den ISO-Wert. All diese 3 Faktoren können wir an der Kamera umstellen und verändern und die Kamera so an die Lichtverhältnisse anpassen. Da haben wir auch schon die Gemeinsamkeit dieser 3 Einstellungen, denn die sind alle dafür da, dass wir das Motiv richtig belichten können. Je nach Wetterverhältnissen bzw. je nach Lichtverhältnissen unser Motiv weder überbelichtet noch unterbelichtet wird. Fangen wir zunächst einmal mit der Blende an, bzw. die Blendenzahl. Die variiert, je nachdem, welches Objektiv ihr drauf habt, und ihr könnt auch ganz leicht am Objektiv nachlesen, wie lichtstark es ist, das heißt, wie groß maximal die Blendenöffnung des Objektives werden kann. Wenn ihr also beispielsweise ein 50 mm Objektiv 1.8 habt, dann wisst ihr, 1.8 ist das Maximum, wie groß die Blendenöffnung werden kann, heißt, wie viel Licht maximal durchströmen kann, was wiederum heißt, dass ihr in möglichst lichtarmen Verhältnissen immer noch gut shooten könnt. Ihr könnt euch also merken, je kleiner die Blendenzahl, desto größer die Blendenöffnung, wodurch wiederum mehr Licht auf den Sensor treffen kann. Die Blende beeinflusst aber noch etwas ganz anderes, nämlich die Tiefenschärfe des Bildes. Je größer die Blendenöffnung, sprich je kleiner die Blendenzahl, desto geringer ist die Tiefenschärfe im Bild. Das heißt, Dinge im Hintergrund oder auch im Vordergrund werden viel unschärfer, als wenn ihr eine kleinere Blendenöffnung nutzt, sprich eine größere Blendenzahl. Ja, ihr versteht langsam den Zusammenhang. Wenn ihr also eine klare Figur-Grundbeziehung beispielsweise schaffen wollt und nicht genug Abstand habt vom Motiv, also vom Hauptmotiv zum Hintergrund, könnt ihr das ausgleichen, indem ihr eben eine kleinere Blendenzahl einstellt. Problematisch könnte es hier aber auch wiederum werden, da man durch diese sehr geringe Tiefenschärfe, die man hat, sehr genau fokussieren muss. Wenn man also ein sehr schnell bewegtes Objekt hat oder ein sehr kleines Motiv anfokussieren möchte, muss man wirklich sehr genau gucken, dass man den Fokuspunkt trifft, weil sonst verrutscht euch ganz schnell die Schärfe. Und wenn ihr dem vorbeugen wollt oder noch nicht so sicher seid mit dem Anfokussieren, dann weicht lieber auf eine größere Blendenzahl aus, demzufolge kleinere Blendenöffnung, es kommt weniger Licht durch, Tiefenschärfe ist größer. Als nächstes kommen wir zur Verschlusszeit. Die braucht ihr, je nachdem, wie schnell euer Objekt sich bewegt oder auch je nachdem, wie schnell ihr euch bewegt oder wie still ihr halten könnt beim Fotografieren. Wenn ihr sich schnell bewegende Motive einfangen wollt und einfrieren wollt, dann benötigt ihr natürlich eine kürzere Belichtungszeit. Wenn ihr hingegen sehr statische Motive habt oder einfach langsamer sich bewegende Motive, dann braucht ihr nicht so eine hohe Belichtungszeit. Ihr müsst nämlich dabei auch wiederum im Hinterkopf behalten, je kürzer die Belichtungszeit, desto kürzer die Zeit, in der Licht durch die Blendenöffnung kommen kann. Das heißt, somit trifft automatisch weniger Licht auf den Sensor. Das Bild wird also wiederum dunkler. Stellt ihr allerdings die Belichtungszeit zu lang ein, dann habt ihr zwar ein helles Bild, aber habt vermutlich auch Bewegungsunschärfe oder Verwacklungsunschärfe, wenn ihr die Kamera nicht still genug halten konntet. Natürlich gibt es hier auch verschiedene Effekte, die man nutzen kann mit der Belichtungszeit. Wenn ihr etwa ein Fließgewässer fotografieren wollt, dann kann man auch eine sehr lange Belichtungszeit einsetzen, die Kamera auf ein Stativ stellen und somit diesen Fluss besser darstellen.
Oder beispielsweise ihr wollt darstellen, wie schnell sich ein Zug bewegt. Dann könnt ihr auch hier eine längere Belichtungszeit nutzen und habt diesen Schweif von dem Zug mit dem Bild. Ein kleiner Tipp hier noch am Rande. Ihr könnt, wenn ihr euch unsicher seid, welche Belichtungszeit ihr einsetzen solltet, euch auch an der Brennweite eures Objektives orientieren. Denn je länger die Brennweite, desto schneller verwackelt ihr und desto kürzer sollte die Belichtungszeit sein. Und ein Richtwert stellt hier dar, das Doppelte eurer Brennweite nutzt ihr als Zahl bzw. als Wert für eure Belichtungszeit. Wenn ihr also beispielsweise mit einer Brennweite von 300 mm arbeitet, solltet ihr mindestens eine Belichtungszeit von 600 nutzen. Und als letztes kommen wir zum ISO-Wert. Dieser sollte meiner Meinung nach auch immer der Wert sein, den ihr ganz zum Schluss einstellt. Denn der kann sehr viel ruinieren an eurem Bild. Je höher ihr den ISO-Wert einstellt, und das variiert je nach Kamera, desto größer das Risiko, dass ihr ein Bildrauschen bekommt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Gleichzeitig minimiert ein hoher ISO-Wert den Detailreichtum des Bildes. Es wirkt also qualitativ minderwertiger, wobei ihr vielleicht eine super Kameratechnik besitzt, eine hohe Auflösung besitzt und eigentlich auch super fotografieren könnt, kann trotzdem der hohe ISO-Wert die Qualität mindern. Deshalb würde ich immer empfehlen, den ISO-Wert so niedrig wie möglich halten und wirklich erst ganz zum Schluss in den Einstellungen nach oben schrauben, wenn nötig. Wie ihr merkt, um das gewünschte Motiv richtig zu belichten und richtig einfangen zu können, benötigt ihr alle diese 3 Faktoren, die ineinander greifen und ein Zusammenspiel ergeben für euer perfektes Motiv. Ich weiß, das ist alles nicht ganz so einfach, vor allem wenn man gerade erst anfängt, aber hier heißt es, Übung macht den Meister, wie eigentlich immer in der Fotografie. Und je öfter ihr damit arbeitet im manuellen Modus und an den Einstellungen herumspielt, desto eher bekommt ihr ein Gefühl dafür und merkt auch, was für euch am besten funktioniert. Deshalb übt, übt, übt und ich hoffe, ihr konntet jetzt hiermit eine kleine Grundlage für euch bilden und konntet die Zusammenhänge ein wenig verstehen. Wenn ihr diese 3 Faktoren berücksichtigt in eurer Fotografie und in den Kameraeinstellungen, dann seid ihr schon super aufgestellt und habt schon mal eine sehr gute technische Basis. Damit wären wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt natürlich gerne einen Daumen nach oben. Könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen, da freue ich mich immer. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal. Jeden Montag und gelegentlich auch donnerstags bekommt ihr hier neue Videos zu sehen. Und danke fürs Reinschalten und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!